In diesem Video erfährst du, warum du in einer früheren Zeit deine großen spirituellen Fähigkeiten reduziert und womit du sie eingetauscht hast. Außerdem erfährst du, warum du tatsächlich Angst davor hast, die Magie in dir zu nutzen. Sangeeta erzählt dir, warum Todd den Planeten verlassen hat und wieso du heute noch hier bist. Ebenso spannend ist, finde ich, zu erfahren, was Jesus mit Atlantis zu tun hat. Dieses und noch viel mehr ist Teil unseres heutigen Podcasts. Es könnte durchaus sein, dass du einiges hiervon nicht sofort verstehst. Deswegen werfe doch mal einen Blick in die spannenden Bücher von Sangeeta. Link in der Beschreibung. Und vergiss nicht, uns in den Kommentaren zu erzählen, was all das Erzählte mit dir macht. Vielen Dank. Ja, Biene, heute eine weitere Reise in die Vergangenheit. Ja. Für mich persönlich ein sehr spannendes Thema, die Zeitepoche Nyros. Weil sie wirklich ein Schlüssel ist für die heutige Zeit. Ja, eine sehr wichtige Zeitepoche, kann man nicht sagen, war keine Zeitepoche, ein Zeitzyklus, kaum bekannt. Also jetzt Atlantis und Avalon und so, das kennt ja jeder, Lemurien, aber Nyros ist bei den allermeisten unbekannt und ist aber eine sehr wichtige, also ich spreche jetzt mal von Inkarnation, die nach Atlantis stattgefunden hat, wo so viel entschieden wurde. Also was ja in dem vorherigen Podcast mit Atlantis, was ich da erklärt habe mit den verschiedenen Zeitzyklen, die man dann noch gelebt hat und die vielen Fähigkeiten, die man getragen hat, aber die Emotion und das alles noch nicht so ausgedehnt war, was man dann in den Zyklen ein bisschen gelernt hat und erfahren hat, kam eben Nyros und Nyros war eine Inkarnation, wo du für dich sozusagen nochmal eine Entscheidung treffen konntest. Also muss man ein bisschen zurückgehen, also wenn man jetzt Lemurien oder bei deiner Erschaffung deines Lichtes im Universum, du bereit warst, in die Dualität zu gehen, um mit dabei zu sein, diesen Planeten wieder zurückzuholen in die magnetischen Felder, hast du das versprochen, da dabei zu sein und alles zu geben, was du hast, um eben mitzuwirken. Und nach Atlantis war das eben so, dass durch was da alles passiert ist, es eine Inkarnation gegeben hat, wo du nochmal für dich entscheiden durftest, möchtest du tatsächlich dabei sein, wenn der Planet nach Hause zurückgeholt wird? Möchtest du wirken in allen Zeitepochen und allen Inkarnationen? Oder möchtest du heimkehren ins Universum? Also da hattest du Zeit, also in Nyros, es waren auch mehrere Inkarnationen, hattest du sehr, sehr viel Zeit für deine Entscheidung. Ob du das wirklich machen möchtest oder ob du eben abbrichst. Also dir ist nochmal ein Versprechen abgenommen worden am Schluss dieser Reise, Inkarnationsreise. Und was aber auch wichtig war in Nyros, war, dass die geistige Welt eine Entscheidung getroffen hat, nämlich die, dass diese ganzen Fähigkeiten, die du in Atlantis getragen hast, also sozusagen all deine Fähigkeiten, die überragend waren, zum Teil zu deaktivieren, um mehr Raum für das Gefühl zu entwickeln, um mehr in das Vertrauen gehen zu können, was die nächsten Zeitepochen gefordert haben. Und auch das war eine Entscheidung, die du für dich treffen musstest. Also bin ich bereit, einen großen Teil meiner Fähigkeiten sozusagen einzudämmen, also sie nicht aufzugeben, aber einzudämmen, um einen Rest der Fähigkeiten zwar zu behalten, aber den Großteil, ich sage jetzt mal 70%, wirklich abzugeben, einzudämmen, um dann in den folgenden Zeitepochen mit den Rest deiner Fähigkeiten weiterzuwirken, aber gleichzeitig dadurch, dass diese Fähigkeiten zurückgenommen wurden,
du mehr dich fokussiert hast auf das, was tatsächlich in diesen Zeitepochen wichtig war, nämlich auf die Emotion, auf das Gefühl, auf das Vertrauen, auf die Energie der Liebe, der Vergebung. Also das werde ich auch immer wieder sagen, weil Vergebung eine große Energie ist, die in allen Zeitepochen eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, um das mehr zu spüren, um das mehr zu leben und mit dem Rest deiner Fähigkeiten willst du bis ins goldene Zeitalter wirklich wirken, mit allem, was dazu gehört. Und dieses Versprechen wurde dir dann abgenommen in Form von einem Gelöbnis und auch mit einer Krönung, also die gefolgt hat nach deinem Versprechen. Und das war ein sehr bewegendes Gelöbnis, was die Menschen da abgegeben haben, eine Entscheidung, die sie getroffen haben, die mit Sicherheit nicht einfach war. Also zum ersten Punkt heißt es sozusagen, dass in dieser Zeit manche entschieden haben, den Planeten wieder zu verlassen und nicht wieder zu reinkarnieren, Genau. den Zyklus der Reinkarnation zu durchlaufen. Genau. Und andere sind dort geblieben, Genau. um ins goldene Zeitalter hineinzuwirken. Genau. Und oftmals war es jetzt gar nicht so sehr abhängig davon, dass man denken könnte, die Menschen haben den leichteren Weg gewählt und haben gesagt, ich gehe zurück ins Universum. Das ist mir jetzt zu dumm, noch so viele Zeitepochen zu inkarnieren. Das wäre zu einfach, weil zum Beispiel der größte Avatar, den es zu Zeiten in Atlantis gegeben hat, war Thoth. Der ist zurückgegangen ins Universum. Der hat sich gegen das Leben auf diesem Planeten entschieden. Was war der Beweggrund? Der Beweggrund von Thoth war, dass er aufgenommen wurde in einem göttlichen Rat der Weisheit, der Entscheidung. Also er hat eine gewisse Entscheidungskraft im Universum und er wusste, dass er von dort aus mehr bewirken kann und hat sich dann so entschieden. Und es gab aber auch natürlich sehr viele Menschen, die sich entschieden haben, weil sie müde waren, weil sie einfach heim wollten. Das hat es natürlich auch gegeben. Aber es hat auch große Avatare gegeben, die gesagt haben, sie gehen zurück, weil sie dort besser und mehr erreichen können. Und dann war ja noch sozusagen in Nyrus auch etwas, was erstaunlich war, was sehr prägsam war für diese ganzen weiteren Zeitepochen, wo sich viele Menschen angesprochen gefühlt haben, also ihre Seele berührt wurde. Es wurde sozusagen die Ankunft des Heilands verkündet. Und früher hat man nicht gewusst, was Jesus ist oder was da wirklich entsteht. Es wurde nur angekündigt, es wurde halt einfach Heiland genannt. Ja? Hätte jetzt viel sein können. Es hätte ein Mensch sein können, es hätte eine Energie sein können, ein Lichtball. Das wusste keiner. Aber es wurde angekündigt und... Das war ja die Antwort auf das Gebet der Avatare in Atlantis. Genau. Und da haben sich so viele Menschen auch angesprochen gefühlt. Also allein durch diese Aussage, diese Ankündigung des Heilands, obwohl sie nicht wussten, was es wirklich ist, dass sie sich entschieden haben, da zu bleiben. Und das war auch sehr berührend, das zu sehen. Also das sind auch viele, die heute diesen Weg gehen, die sich angesprochen fühlen, die den Spuren der Liebe zu folgen, sind eigentlich alle auch von dieser Zeitepoche, die sich da angesprochen gefühlt haben. Also eine sehr, sehr wichtige, nicht Epoche. Zeitzyklus. Ja, es ist schon, man muss sich mal vergegenwärtigen, was es dann auch bedeutet, Ja. seine Fähigkeiten so einzuschränken. Ja, Weil man weiß, nur über das Gefühl kommen wir jetzt weiter. genau. Wir kommen nicht mehr über die spirituelle Kraft, wie
ursprünglich gedacht, sondern übers Gefühl. Ja. Also nicht alleine durch die Fähigkeiten. Also die Spiritualität ist ja nicht unbedingt verbunden mit einer Fähigkeit. Also das denken ja auch immer viele. Wenn sie ganz spirituell sind, haben sie ganz viele Fähigkeiten. Ich meine, das stimmt schon. Aber Spiritualität ist auch außerhalb jeder Fähigkeit etwas sehr Großes. Also ist nicht unbedingt an Fähigkeiten gebunden. Und trotzdem, also war das Abgeben der Fähigkeiten ein großes Thema. Wer gibt schon gern etwas ab, was er gut kann? Also was die Menschen damals ja auch ausgemacht hat, mit ihren Fähigkeiten zu wirken. Und was ich persönlich aber noch viel mutiger fand, ist, dass schon auch ein gewisses Gefühl durch diese vielen Zeitzyklen, die dann in Atlantis gefolgt sind, da war, was bedeutet es eigentlich, ein Gefühl wirklich auszudehnen, also Emotionen auszudehnen. Das hat auch vielen Menschen Angst gemacht. Also es war etwas Unbekanntes, etwas, was sie nicht kontrollieren konnten, auch nicht, was sie sich vorstellen konnten so wirklich, aber sie haben es einfach geahnt. Und das kennen wir auch heute alle, wenn wir etwas nicht kontrollieren können oder wenn etwas nicht greifbar ist, aber es ist doch irgendwie da, kann es einen schon Angst machen. Und das war in Nyrus schon auch. Also dieses Gefühl, okay, da kommt jetzt was Großes auf mich zu, in ganz vielen Inkarnationen, in ganz vielen Zeitepochen, was ich jetzt noch nicht wirklich greifen kann. Was passiert da mit mir? Und ich habe dann keine Fähigkeiten mehr, also nur noch ganz reduziert. Was passiert da mit mir? Also ich fall eigentlich wieder in ein Vergessen. In Atlantis hast du nicht vergessen gehabt. Da wusstest du auf den Punkt, was zu tun war. Und dieses große Vergessen, das macht natürlich auch Angst. Und deswegen hat diese Entscheidung auch lange gedauert und wurde mehrmals überprüft. Also das war jetzt nicht so, dass du sagen konntest, also ich habe mich jetzt entschieden, ich mach die weiteren Zeitepochen und bleib hier. So war das nicht. Also du wurdest immer wieder überprüft, deine Absicht, was da dahinter steht. Warum möchtest du das machen? Und nur dann, wenn sozusagen die Absicht so tief und so groß in dir war, dass die geistige Welt gesehen hat, du erkennst dieses Große, was da dahinter steht, wurdest du sozusagen in die nächste Ebene geschickt, um die nächste Entscheidung nochmal zu treffen. Also praktisch nochmal dich für das zu entscheiden, was danach kommt. Also das war ein wirklich langwieriger Prozess und für viele auch also eine Art Ruhepause nach den Atlantischen Kriegen und für viele aber auch erstmal also heute würde man es vielleicht auch als langweilig bezeichnen. Also kann man sich auch vorstellen, wenn man so lange bewusst in einer Epoche lebt oder Inkarnation, wo so Action geboten ist. Also wo du wirklich am Tun bist und kämpfst und machst und erfährst und plötzlich kommst du in eine Inkarnation, wo dir noch alles völlig bewusst ist und du tust gar nichts. Nichts. Also du hast gar nichts getan, außer dich zu entscheiden. Das war für viele auch eine große Herausforderung. Haben sich viele Gruppen gebildet, auch die Veda-Gruppe, also da haben sich sehr viele Menschen gefunden. Also du sagst auch die Veda-Gruppe? Ja, haben sich viele Gruppen, verschiedene Gruppen gebildet und die sich dann zusammen auch getan haben und entschieden haben, wir bleiben da. Und natürlich diese Ankündigung des Heilands war etwas ganz Großes in dieser Inkarnation. Da ist sehr viel spekuliert worden, was das ist, was das sein könnte, was da geschieht. Und auch diese Spekulation, was bedeutet eigentlich wirklich Gefühl? Wie muss man sich das vorstellen? Was kann sich daraus ergeben? Wie kann man mit Gefühl eine Energie ausdehnen? Das konnte man sich damals einfach nicht vorstellen. Und dann war die Entscheidung irgendwann getroffen und du bist sozusagen auf Null gesetzt worden und bist ins tiefe Vergessen gefallen.
und bist in eine Inkarnation aufgewacht und hast gar nichts mehr gewusst. War das von 0 auf 100 oder hast du nicht mal gesagt, das ging Stück für Stück immer tiefer ins Vergessen? Ja, natürlich. Das wäre jetzt zu viel, wie gesagt, in dem Podcast alles zu erklären, deswegen kürze ich das immer gerne ab. Man kann schon sagen, du bist dann aufgewacht und hast vergessen. Also du wusstest nicht mehr. Also du wusstest weder deine Taten in Atlantis, dein Wirken in Atlantis, noch in Nyrus, noch in Lemurien, noch gibt es ja noch ganz viele andere Zeitepochen. Und das war der Beginn dessen, was wir heute tun. Dich zu erinnern, wer du tatsächlich bist, was du in dir trägst. Und das machst du heute nicht mehr mit deinen Fähigkeiten. Du machst es mit der Spiritualität und mit deiner Liebe, mit deinen Gaben, mit deinem Bewusstsein, mit deinem Vertrauen und dann auch noch mit Fähigkeiten. Das ist das, was uns heute ausmacht. Es sind spannende Dinge, die man da erzählen kann, gerade über Zeitepochen. Da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele. Und es ist ein wichtiger Prozess. Also Nyrus, ohne Nyrus wären wir heute nicht da. Ich glaube, das ist auch für viele schön zu wissen, dass es diesen Zeitzyklus gegeben hat und dass es eine bewusste Entscheidung war, seine Fähigkeiten abzulegen. Ja. Weil sich auch so viele spirituelle Menschen oft so unsicher sind, ja, was sie überhaupt können. Ne? Aber jetzt sind wir in der neuen Zeit. Ja. Wieder in einer Nullphase, wie Nyros ja auch eine war. In der dritten Zeit, ja. Wo diese Fähigkeiten wieder zurückkommen sollen. Ja. Also jetzt ist es eher so, dass die geistige Welt eigentlich alles dafür tut, diese Fähigkeiten wieder zu reaktivieren und uns auch alles gibt, um dass das möglich ist, also bis zu einem gewissen Punkt. Aber ganz viele Menschen, so wie sie damals Angst hatten vor diesen Gefühlen und nicht wussten, was erwartet sie mit diesen energetischen, wenn sie fühlen, ist es jetzt so, dass sie es eher ängstigt, was passiert, wenn ich meine Fähigkeiten zurückkriege. Und es hat auch Maurice mal in einem Channeling sehr schön gesagt, jeder Mensch hat eine Schatzkiste voller Fähigkeiten und jeder möchte gern reinschauen und möchte diese Fähigkeiten haben, aber was wir tun, ist draufsitzen und sie zuhalten. Und jetzt in dieser Zeit wird alles dafür getan, dass wir nicht mehr draufsitzen und dass wir die Truhe öffnen und alles rausholen, was in uns drin ist. Und jetzt ist es auch erlaubt und es geht auch relativ schnell. Und die Menschen könnten noch viel, viel mehr wirken mit ihren Fähigkeiten, wenn sie sich trauen würden. Da ist noch so eine gewisse Zurückhaltung. Liebe Freunde, wie ist das bei euch? Habt ihr auch das Gefühl, dass noch so viel mehr Fähigkeiten in euch sind? Und wenn ja, welche? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und du hast ja auch mal schön erklärt, dass diese Zurückhaltung eigentlich auch so ein atlantisches Muster ist, genau, weil man zu dieser Zeit völlig anders gewirkt hat, genau, was man heute nicht mehr so machen würde. Ja, gerade als Magier auch. Also das vor der magischen Magie haben die meisten eigentlich am allermeisten Angst, weil sie einfach wissen oder fühlen, dass sie in vielen verschiedenen Inkarnationen und Zyklen als Magier so viel Macht getragen haben, dass sie auch Angst haben, heute diese Macht zu missbrauchen. Weil ein Magier der heutigen Zeit wirkt anders als ein Magier in atlantischen Zeiten oder in Zeiten von Avalon. Und das bräuchten die Menschen nicht. Aber das ist halt etwas, was in ihnen als Muster drin ist. Und das rauszubringen ist relativ schwierig. Nicht umsonst lösen wir immer so viele Gelöbnisse. Du sagst also Mut zur Tat. Absolut. Mut ist das höchste göttliche Attribut, was es gibt übrigens. Das war das erste Attribut, was ausgeschüttet wurde. Gibt es sonst noch irgendwas anzufügen für Nyros? Ja, also was ich sehr schön finde, was für die Menschen eigentlich, es gibt ja bei ganz vielen Menschen, gerade die jetzt
sehr wirken in der Spiritualität, auch bei uns in der Gruppe und die Schritte gehen und so. Eine gewisse, oftmals Ungeduld für das, wann öffnet sich Quintas, wann kommen meine ganzen Fähigkeiten zurück, wann höre ich den vollkommenen Ton, wann wird das 5. Element ausgeschüttet. Die Menschen sind in einer wartenden Position und oftmals natürlich zu Recht, verstehe ich, auch ein bisschen ungeduldig. Betrachte Nyrus. Dann weißt du, wie viel Geduld du gebraucht hast für nur eine Entscheidung. Und heute läuft es alles in einer Inkarnation ab. Also du wirst das in dieser Inkarnation erleben. Also diese Ungeduld ist, sage ich jetzt mal, auch wenn ich es menschlich nachempfinden kann, völlig fehl am Platz. Das sind energetische Bewegungen, die einfach sich zusammenschließen und dann wird geschehen. Und ob das heute ist oder morgen oder sonst wann ist, wichtig ist, dass man sich darauf vorbereitet, dass man ausgedehnt ist, dass man sich bewusst ist und dass man einfach das Vertrauen nicht verliert. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dazu dient Nyrus als Inkarnation sehr gut, sich daran zurückzuerinnern, wenn man es kann. Ja, vom Gefühl her ja. Wird man es wahrscheinlich können. Ja. Jeder. Ja. Ja, super. Vielen Dank für heute, Biene. Gerne, Benni. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Falls noch nicht geschehen, hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, dein Like und dein Abo dazulassen. Oder vielleicht fällt dir sogar noch jemand ein, den dieses Thema genauso brennend interessiert wie dich. Dann teile es doch. Und möchtest du noch mehr zu diesem Thema erfahren, dann wirst du in Sangetas Büchern sicherlich fündig. Den Link dazu findest du in der Info.